Moin und herzlich willkommen hier wieder bei The Hobbyist in der Kategorie Gaming. Ja, und ich weiß, es hat lange gedauert, bis ich wieder da war. Über ein Jahr. Das hat einen besonderen Grund, den ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Ich sei nur gesagt, ich bin jetzt für Swansong einmal kurz zurück. Ich weiß nicht, ob ich danach schaffe, wieder Videos zu machen. Ich habe mega Bock, Videos zu machen, aber ich bin gerade privat stark involviert, dass ich nicht so viel Zeit habe, an YouTube weiterzuarbeiten. Allerdings, Vampire the Masquerade Swansong wollen wir uns nicht entgehen lassen und deswegen schauen wir jetzt rein. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen, ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich weiß nur, es spielt in Boston. Man spielt 3 verschiedene Vampire. Ich weiß nicht, ob man in einer Geschichte alle 3 spielen wird oder ob man sich einen aussuchen kann. Ich gehe von ersterem aus. Das ist so eine Art Adventure-Detektiv-Spiel-Mix, soweit ich das mitbekommen habe. Eigentlich was ich total geil finde. Ich fand diese alten Telltale-Games total cool und ich glaube zum Beispiel, wie ist das andere noch? Wolf Among Us und sowas. Auch mega cool und ich glaube, so in die Kerbe schlägt das. Und dann schauen wir doch mal rein. Soundtrack ist schon mal badass, muss man sagen. Ich hatte es eben noch mal geguckt, es müsste von der Lautstärke eigentlich so passen. Hoffen wir es. Sonst muss ich meine Stimme ein wenig erheben. Ja, wir machen ein neues Spiel. The Boston Court is in turmoil. A code red alert has been issued, which means a major crisis has occurred. Leisha and Gallop are summoned by the Prince. Okay, also wir haben 2 Vampire, die hier vom Prinz gerufen wurden, weil es in Boston einen Code Red Alarm gegeben hat. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Es spielt 2019, wie man sieht. Steht es ja auch hier. Prince's Quarters. Also die Gemächer des Prinzen. Am 4. September 2019. Ich weiß gar nicht, ob Swansong, ob das jetzt absichtlich vor der Pandemie spielt, damit man das nicht thematisieren muss. Schauen wir mal. Vampires walk among us. Unknowing, we've built their cities, fought their wars, and sated their hunger. For centuries, these creatures have been organized into rival sects. The largest of which is the Camarilla. Okay, das ist jetzt für Leute, die nicht eingeweiht sind. Wir wissen natürlich schon Bescheid. In its domains, Camarilla courts enforce the Masquerade, a global conspiracy hiding the existence of vampires from the mortal world. Breaking the Masquerade is punishable by final death. Wie wir alle wissen. In Boston, vampire factions have long been at each other's throats. After much conflict, Hazel Iverson, the new prince, has sealed a fragile pact with a group of blood sorcerers, known as the Hartford Chantry. Die Tremere wieder dabei. This alliance will not only provide stability to the domain, but will hand the prince the blood trade. The trafficking of blood and mortal victims that serves the needs of the vampire elite. Tonight the undead will celebrate. Oh, und ich dachte, das wäre ein Code Red. Heißt Code Red, ist es gut? I'll just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. It's too late! It's too late now! Okay, da ist irgendwas ziemlich schief gegangen. Erste Vermutung hier, eine Vorahnung einer
einer Malkavianerin vielleicht? Dass bei dem, dass bei diesem, bei der Celebration irgendwas schiefgelaufen ist. Okay. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. Okay. We've got a problem. Call them back. Der Prinz scheinbar. Die gesessen hat er eben. Ich glaube, das ist der Vantru, den man spielt. It's the prince. We must go quickly. Caleb, genau. Caleb ist der Vantru in der Runde. Die wir vorher gesehen haben, war die Malkavianerin. Ich weiß nur gerade nicht, wie sie heißt. Und das scheint der Prinz zu sein. Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Ach nee, doch nicht. Maybe it MM has ist es. nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck. Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. Ah ja, Dialoge. Psychology, persuasion. She has nothing to hide. One thing at a time. In dialogue, some answers require of your skills. Your skill level is compared with that of your opponent. The higher rating wins. You cannot use a skill if rating is 0. Using a skill consumes willpower. If your opponent wins, you gain a few willpower. If your opponent wins, you gain a few willpower at the end of the dialogue. Ist irgendwie merkwürdig, aber okay. Continue. Psychology, persuasion. MM0, Journey Atkins 2, das heißt, ich habe keine Chance auf Success. Psychology, ja, nehmen wir das. It's not like you had anything to do with it. I'm sure. You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Ich würde gerne wissen, was ein Code Red wirklich ist, weil ich glaube nicht, dass es normale Vampire Terminology ist, aber ich kann mich auch täuschen. Did you say this is the first Code Red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. Ja, der Prinz ist, man weiß es immer nicht bei Prinzen, ne? Wie die so drauf sind gerade. We clean our house. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Okay. Changed the subject. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run. We leave everything behind and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah,
I know. Just keep your cool and it'll be fine. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Ah ja. Disciplines. Vampires have supernatural abilities, usually inherited from their clan disciplines. Some disciplines can be used in dialogues, as with skills, the higher level wins. Not all disciplines are available to all vampires. Some mortal may possess certain powers, although most have no defense against disciplines. Using disciplines generates hunger. Hunger is a value that cannot be hunger has a value that cannot be exceeded. This limits a vampire's use of their powers. A vampire at their hunger limit risks losing control, attacking and feeding on the closest mortal. Ist aber hier scheinbar anders als im Pen and Paper, denn hier hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hungerpunkte. Flatter April. Hat ein okay, kann man das jetzt nicht... Was ist das hier? Das geht gar nicht, ne? Persuasion. Man muss das machen, obwohl man 0% Chance auf Success hat. Das ist auch ein bisschen komisch, dass sie einen das da anzeigen, ne? Und man kriegt 3 Hunger dazu. Wow, what the fuck? You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Imem. My dear Imem. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, ich habe das vorhin nicht mitgekriegt, was der Sheriff ist. Oder einfach der, die rechte Hand vom Prinzen. Wie heißt das noch? Der Seneschall, genau. Okay, also das Ganze mal WSAD wahrscheinlich. Ich finde es ja so cool, dass sie so Gold auf ihrer Haut hat, ne? Das ist schon ein bisschen extravagant, aber es passt wohl zu einer Toreador. Genau. It's gonna be a long night. Oh ja, you bet. Miss Lewis, welcome. Kannst du mit denen reden? Yes? Achso, das ist wieder dieses typische. Das finde ich immer so schade. Das finde ich immer so schade bei solchen Rollenspielen. Wenn du die Möglichkeit hast, mit Leuten zu sprechen, warum hauen dann immer nur solche Standard-Lines raus? Das habe ich noch nie verstanden. Das bringt ja auch keinem was. Kann ich irgendwie laufen? Nee. Toreador läuft ja auch nicht. Eine Toreador schreitet. Q's Show Goals, okay. Zeigen wir uns mal gleich die Ziele an. Wer auch immer das ist, der scheint uns nicht so richtig zu mögen. Mem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Jetzt gehen wir zu Caleb über. Okay, cool. There are usually more of us. Everyone should have been at the party.
Under ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the code red? Could be. We should have all been at that party. But a code red is a code red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? Ah, He's Nosferatu. second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. Ah, sie ist also nur ein Ghoul. Das ist schon mal gut zu wissen. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Ah, Tread lightly. He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin King. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned? I just have a feeling she will surprise them. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. das ist ein Elysium. It's out of the Keine, question, MM. keine Gewalt. I won't let her get away with this. All right, calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. leave us. Hilda McAndrews. Müssen wir uns gleich mal die ganzen Einträge angucken, wer das alles so genau ist. Unsere Charaktere scheinen es ja zu wissen. Your help. Ma'am, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Dialogue Focus. Focus allows you to temporarily increase a skill by 1 or 2 levels. Okay, das ist sowas wie das Blut in Ballung bringen. The more you increase your focus, the more the willpower cost increases. To be focused, a skill must have a minimum score of 1 point. Disciplines or knowledge cannot be focused. Okay. Focus. Ah, mit dem Mausrad. Ah, okay. If the skill or discipline levels are the same, the outcome of the conflict is uncertain. Okay. The chance of victory can be influenced by a number of bonuses or penalties, as well as spending experience points. Okay. Komplizierter als ich dachte. Kann ich das auch wieder zurücknehmen? Ah ja, man kann es auch wieder zurücknehmen. Kann auch mehr boosten. Das kann ich scheinbar nicht boosten. Okay. Achso, das steht auch, wenn man das boosten kann. Das steht da unten, ist dann die Maus abgebildet. Rhetoric und das Intimidation. Intimidation habe ich scheinbar nicht. Achso, weil ich da keinen Punkt habe, wahrscheinlich kann ich das deshalb auch nicht machen. Gut. Das kostet auch schon eine Menge Willpower, ne? Wenn man gewinnen will. Ich will es aber rausfinden. Also, ich will es 100%ig wissen. Ach, shit. Die hat auch erhöht, oder was? Oh, wie gemein. The opponent can also focus their own skills. Das hätte man mir doch vorher mal sagen sollen. Ja, die wollten, dass man in die Falle läuft. Also von daher. Unlike your focus, only allows them to increase their skill by level by 1 level. Ah, unlike you. Focus only allows them. Okay.
The risk of opponent focus is represented by a percentage. The more aggressive you are, skill, focus, or use of disciplines, the more the risk of the opponent focus increases. Okay. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Ist die Frage, ob die beiden ein Paar sind. Also sie und Journey. Das wäre die gute Frage. Ich finde, dass diese Maussensibilität, Alter, man kann sich nicht großartig umdrehen. Councillor Drury is not here, nor is Dr. Dunham. Mr. Leto's teams are trying to reach them, but... Nobody's answering? Sind alle weg. Ah, okay, ich habe jetzt gerade Q gedrückt. Da kann man die oben rechts sich die Ziele anzeigen lassen. Answer the Princess Summons. Ich will mal eben zu ihm rübergehen. They've all got such long faces. Ma'am, we haven't seen you here in ages now, have we? And I'm out of here as soon as I can. It's not like I'm doing everything I can to stay the hell away from here. Blunt and to the point, as usual. With a bit of luck, your suffering will be over soon. How's business these days? Why? You wanna invest? Don't tempt me. What is he interested in? Okay, die sind natürlich alle wesentlich über meinen Paygrade. Ich will jetzt auch nicht zu viel Willpower ausgeben, weil ich das vielleicht noch gleich für den Prinz brauche. I'm shocked to think you put so much as a penny into one of my clubs. They don't bring in enough for your taste, Beryl. You're right. I'm not interested in them. Now, if you don't mind, I'd like to be alone. I'm waiting for Caleb. So, jetzt will ich nochmal kurz gucken. Kann man hier irgendwo... Settings continue. Wo kann man sich denn anzeigen? Tab vielleicht? Ah, Tab. Okay, Codex, Clans. Haben wir noch nichts drin. Word of Darkness. Kann man hier irgendwie... Irgendwie funktioniert das hier nicht, ne? Achso, das war wegen dem Ding. Okay. The Beast Bloodbound. Ach du Scheiße. Okay, wird wieder alles erklärt, was man wissen muss über die World of Darkness, über die Sekten, Clans. Das will ich aber nicht. Ich will... Genau, Lewis, das sind die Main Characters, haben sie hier schon. Leisha ist tatsächlich das, was auf dem Ribbon drauf stand bei der Makavianerin da, was sie in den Papierkorb geworfen hat. Okay, Lewis, Founder of the Black Rattlers. 1929 embraced, okay. Hilda, das war die korpulente Frau, mit der wir gerade gesprochen haben, ist tatsächlich Isaiah sogar. Okay, 12. Generation. Caleb, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ist tatsächlich nur 11. Generation. Ich hatte gedacht, das wäre vielleicht ein richtig alter Vampir. Ist er auch. 1745 ist er embraced worden, also erschaffen worden. Also ist schon ziemlich alt, aber hat nicht so eine krasse Generation. Jean-Baptiste Tavernier. Und Beryl Underwood ist tatsächlich sein Child. Okay. Leisha Markavian. 12th Generation. 1939 embraced. Ich will jetzt hier nicht die ganzen Stories durchlesen. Für diese erste Folge habe ich nämlich leider nicht ganz so viel Zeit. Sire Robert ist Siegler. First Herald. Okay, das der erste Herold. Ist sowas ähnliches wie die rechte Hand. Also jeder Prinz hat so seine eigenen Arten, wie er die Rangstufen innerhalb der Vampirgesellschaft benennt. Also dieser First Herald ist wahrscheinlich das, was ich als Seneschall kenne. Member of the Prevention Council ist ein Tremere, wie wir sehen. April ist auch eine Toreador. Hilda ist natürlich auch eine Toreador, ist ja schließlich unser Sire von MM und MM ist auch eine Toreador. Okay, gut.
Das wollte ich auch erstmal nur checken. So, dann müssen wir mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Zum Aufzug wahrscheinlich eher nicht. Was ist er hier für eine? Oder für eine? Eine. Hey, Abby. Hey, Ma'am. Abby, do you know what's going on? I'm sorry, but I can't. Please? I feel like I've been plopped down in the middle of a minefield. There are rumors about Journey. Rumors about how this is all her fault. Did you know that Jay was in charge of the party? Shit. I bet she's gonna take the fall for whatever happened. I don't think she's involved, but we've got to be on our guard. Dafür habe ich jetzt keinen Reiter gekriegt, glaube ich, ne, dass ich weiß, wer das ist. Shitty night, huh? Dafür auch nicht. Okay. Sorry, that's not possible. Okay. Dann... Da kommen wir, glaube ich, her, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob der Prinz... Wahrscheinlich müssen wir mit dem Fahrstuhl fahren. Sorry, ma'am. You can't come through here. Gut. Na, muss man abchecken, ne? Vielleicht hat man da noch den einen oder anderen interessanten Gesprächspartner auf dem Weg. Dann gehen wir zum Princess Floor. What a shitty night. Hazel must be pissed. Hazel ist also der Prinz. Weil, ja. What the hell could she want with me? Das werden wir sicherlich gleich erfahren. Das für ein Krankenhaus oder ein Irrenhaus ist? Na, da ist Leisha. Unstable Seer. Ja, okay, alles klar. Is everything okay, Mom? Penny for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. But now we'll be together forever. We'll be inseparable. Like 2 peas in a pod. Yes, exactly. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide. Because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Das ist natürlich mit höchster Wahrscheinlichkeit. Leisha. It's been a while. Hey, MM. Ah, kommen alle gleichzeitig an, scheinbar. When did you get out? Just tonight.
Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. You shouldn't make light of the situation. Believe me, there aren't many of us who have experienced a code red and survived. Thanks for the heads up, Professor Bazori. First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Das ist irgendwie witzig, dass man mit den eigenen Charakteren, die man ja selber spielt, irgendwie eine Entscheidung treffen muss, ob man jetzt nett ist oder nicht. Dejan asked for it. Machen wir das. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please explain. It was as if we were all going to disappear into chaos. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. The diva who lights up Boston's nights, but bringing light into a world of darkness can be perilous. knows this, but she doesn't care. Choose a profile. Investigator. Profile that focuses on knowledge and skills that allow you to go undercover, extort, or steal information. Jack of all trades. Profile that focuses on improving attributes at a large selection of skills that allows for a maximum number of interactions, but with less mastery. Profile that focuses on dialogue skills and physical attribute allows you to use the character's aura in conversations. Profile with no preferred attribute points. Das heißt, wir können uns sogar einen eigenen Charakterbogen machen. Das würde ich mal sagen. Wir sind ja erfahrene Vampire-Spieler. 130 Punkte. Na gut, das ist natürlich... Also das kann nicht nach dem richtigen Regelwerk gehen. Das wäre jetzt viel zu viel. At the start of a scene, previously earned experience points can be spent to improve the character's abilities. These abilities are divided into two areas, the character sheet and the discipline sheet. Each attribute, specifics, and skill disciplines, blah, 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 blah. Improving them also decreases willpower and cost of focus. Use the knowledge skills. The use of knowledge skills do not have a willpower cost. They cannot be improved by using focus. Alles klar. Achso, jetzt können wir hier auch noch... zu den Disziplinen gehen. Discipline Powers, okay, wir wissen, was Discipline Powers sind. Ich will mir das jetzt nicht alles durchlesen. Character. Okay, wir spielen eine Toreador hier. Das heißt, Social Skills sollten... Oh, ja, okay. Sollten hoch sein. Mental auch. Zumindest ansatzweise. Physical brauchen wir nicht. Persuasion. Ach, Intimidation, so können wir jetzt... Ah, doch, können wir auch nehmen. Das müssen wir erst aktivieren. Ah, ich verstehe. Okay. Ausgegraut heißt noch nicht aktiviert. Das heißt, wir nehmen Persuasion auf jeden Fall. Achso, mehr kann ich nicht nehmen. Psychology nehmen wir vielleicht noch mit. Und Rhetoric. Ist auch nicht schlecht. So, aber ich schätze mal, früher oder später brauchen wir auch solche Sachen hier. Ein bisschen educated sollte sie schon sein. Mit Security sollte sich vielleicht auskennen. 5 Punkte reichen nicht mehr für nix, ne? Nö. Ach so, Moment, muss ich die Disziplin...
Ah. Ach, Kosten 0. Okay, Kosten 0. Kosten 0. Celebrity Presence, Auspex. Auspex, das ist eher die Makavianerin, glaube ich. Gut, natürlich nehme ich einen Presence. Achso, den haben wir schon. Ach, der kostet 45. Okay, dann können wir nicht ganz so rumasen mit den Punkten. Ich hätte gerne noch ein bisschen was für den anderen Kram. Nehmen wir vielleicht Social 1 weg. Oh, wieder nur 40 Punkte. Komm, nehmen wir Security 1 weg. Geben uns Presence 2. Apply Hold. Zack. Ah, dann ist das wahrscheinlich der Sheriff, der da links steht. Hazel. Delson. Come in, MM. Ob das ein Gangrel ist? I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the Code Red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the Warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. Soll ich für sie covern? Why ist immer schlecht zu fragen. Ja, komm her. She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. Das ist richtig. Yes, my prince. I'll be right back. Wir werden mal buckeln. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Sie will den Primogen-Court abschaffen. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? Also sie will sie neu besetzen, You've always taken scheinbar. care of your community, MM, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? I need to think about it. I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it. But we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM.
do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Also die Animationen sind jetzt nicht ganz so top-notch. So. Aber hier werden wir fürs Erste einen Break machen, denn die Zeit ist jetzt ab. Ich wollte eigentlich nur 30 Minuten aufnehmen erstmal, um den ersten Eindruck zu generieren von diesem Spiel. Vielleicht ganz kurz, was ich davon halte. Es kostet 50 €, dieses Spiel. Es ist wirklich nicht billig. Die Stimmung ist schon da, muss ich sagen. Es baut sich ja gerade erst alles auf, aber bisher finde ich die Stimmung recht gelungen. Galeb finde ich ziemlich cool. Ich hoffe, von dem sehen wir noch wesentlich mehr. Genau wie die Makavianerin mit ihrem Kind, was wahrscheinlich ein Hirngespinst ist, gehe ich mal von aus. Aber vielleicht haben sie es ja clever dargestellt, dass man das erstmal denkt und nachher stellt sich das jetzt anders heraus, jetzt vielleicht als gechildet oder irgendwie sowas. Also erschaffen. Wer weiß, wir werden es sehen. Die Grafik, muss ich sagen, für den Preis ist das nicht ganz so State of the Art. Die Gesichtsmimik sieht teilweise erschrocken aus, obwohl sie einfach nur nach unten gucken und so. Also, ja, ist nicht ganz so geil. Aber wenn eine coole Story dahinter steckt, ist mir die Grafik eigentlich vollkommen Wurst. Ja, wir werden sehen. Animationen haben mich bis jetzt auch noch nicht so richtig überzeugt. Aber gut, wir werden sehen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Vampire the Masquerade Swansong. Ja, bis bald.